Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Splitscreen-Darstellung bei Android Auto. Habe ich ganz viele E-Mails von euch bekommen, speziell auch nochmal mit dem Thema Navigationsdarstellung. Schauen wir uns mal an, wozu diese E-Mails kamen. Ihr fahrt mit Android Auto, ich habe jetzt hier mal eine Route eingeplant und ihr seht schon, hier haben wir unsere Routendarstellung, aber es ist natürlich super schade. Wir hätten ja ein deutlich breiteres Display, könnte man mehr sehen. Und wie kann man das nun größer machen? Und das ist tatsächlich ein bisschen versteckt, gar nicht so einfach zu finden. Also ihr könnt es entweder so lassen, wenn ihr rechts die Musik sehen wollt, oder aber ihr geht hier einfach nochmal auf das Google Maps Symbol und schon habt ihr eine Fullscreen-Anzeige. Sehr schön, damit man einfach mehr von der Route sieht. Wollt ihr wieder die Rechtsinformation oder die Statusbar anzeigen, nochmal drauf tippen. Was allerdings nicht geht, dazu habe ich auch ganz viele E-Mails bekommen, ist, wenn ihr es umgekehrt macht. Also ihr seid zum Beispiel in der Musik drin und wollt das rechts weghaben. Das ist tatsächlich bei Android Auto fest einprogrammiert. Und das kriegt man auch nicht durch Doppeltipp oder irgendwas weg. Aber gerade beim Navi ist es natürlich besonders wichtig, dass man möglichst viel sehen kann. Und mit diesem Tipp ist euch dann hoffentlich auch geholfen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ja. Denkt noch dran, unseren Kanal zu abonnieren, ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.